Ich habe was Schlimmes getan. Eine Frau mit dem Auto umgefahren. Ein Anruf, der Regine Schröder-Kracht sofort in Alarmbereitschaft versetzt. Ja, ich habe einen Anruf bekommen und hörte am Telefon fürchterliches Weinen. Und ich habe sofort meinen Sohn Jesse im Kopf gehabt und habe dann auch gefragt, Jesse, bist du das? Und er sagte, ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Ich bin bei Rot über eine Ampel gefahren und habe eine junge Frau, 30, Mutter von 2 Kindern, überfahren. Ich habe dann nur gesagt, oh mein Gott, das ist ja so furchtbar, das ist ja so grauenvoll. Und dann wurde ihm aber schon das Telefon aus der Hand genommen und es meldete sich ein Polizist und er sagte dann, ja, wir haben ja schon gehört, Ihr Sohn hat eine rote Ampel überfahren und dabei ist eine junge Frau, hat einen schweren Unfall gehabt, 30 Jahre, 2 Kinder. Und im Krankenhaus ist sie gestorben. Der Mann am Telefon spricht von einer hohen Kautionssumme, die noch am selben Tag bezahlt werden müsse. Wenn die Kaution nicht bezahlt wird, geht ihr Sohn für 6 Monate in die Untersuchungshaft. Regine Schröder-Kracht soll mit dem am Handy wartenden Anrufer zur Bank gehen und das Geld aufs Amtsgericht nach Mainz bringen. Ein Fakt, der bei ihr keinen Zweifel an der Aufrichtigkeit des Anrufs aufkommen lässt, auch wenn ihr nicht klar ist, warum es noch am selben Tag sein muss. Und dann stand ich vor der Bank und weil es Mittwoch war und wir in einem kleinen Ort wohnen, hatte die Bank zu. Ein Glücksfall, wie sich bald herausstellt. Der Kintermeier vom hessischen LKA beschäftigt sich täglich mit solchen Fällen. Natürlich baut der Täter ein ziemliches Stressmoment auf, wo eigentlich alle normalen Reaktionen erstmal ausbleiben. Aber, ne, die wollen natürlich erstmal einen Eindruck erwecken, dass von behördlicher Seite wirklich eine Kaution zum Beispiel zu entrichten ist. Das war das Allerschlimmste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich habe 8 Stunden auf einem Platz gesessen und habe nur diese Bilder, meinen Sohn in der Zelle. Und es ist nie, wirklich nicht einmal die Idee gekommen, aber vielleicht ist ja alles gar nicht wahr. Nie. Am Abend ruft ein guter Freund der Familie bei Regine Schröder-Kracht an und er merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Dann habe ich halt gefragt, was los ist. Und dann hat sie gesagt, es ist ja was ganz Schlimmes passiert. Und ich habe natürlich auch erstmal einen Riesenschreck gekriegt. Und die Regina hat aber gleich weitergemacht, dass der jetzt irgendwo in Gewahrsam jetzt wäre. Und der sagte sofort, Regina, das stimmt doch nicht. Das ist doch ein Fake. Nie im Leben. Und dann habe ich meinen Freund Jesse angerufen. Er ist auch gleich ans Telefon gegangen. Ich habe ihn gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob an dem Tag ihm schon was Schlimmes passiert sei. Er hat gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann reden wir später nochmal. Ja, das war so ein Erdbeben und Adrenalin bis zum geht nicht mehr und das war's dann. Okay. In solchen Fällen rät Dirk Hintermeier: Wenn ich sofort den Betrug erkenne, dann beende ich das Gespräch, informiere aber die Polizei darüber, dass jetzt so ein Anruf stattgefunden hat. Also der beste Schutz ist natürlich erstmal zu sehen, welche Spuren hinterlasse ich selbst im Internet. Ist vielleicht meine Telefonnummer oder meine Handynummer dort zu finden? Und wenn das der Fall sein sollte, dann sorge ich dafür, dass das eventuell auch gelöscht wird. Diesmal hat Regine Schröder-Kracht einfach noch mal Glück gehabt. Ja, jetzt kann sie zum Glück drüber lachen, aber nicht immer geht das so gut aus. Silvia Jakob vom Polizeipräsidium Mittelhessen ist bei uns. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, hallo. Allein von 2020 auf 2021 hat sich die Schadenssumme durch Telefonbetrug in Hessen fast verdreifacht auf knapp 22 Millionen Euro. Man sagt immer, das kann man gar nicht glauben, aber Sie haben ein ganz frisches Beispiel jetzt vom Wochenende. Genau, wir haben aus Bad Nauheim ganz aktuellen Fall vom Wochenende. Da hat die gleiche Person, wie wir es eben gehört haben, im Filmbeitrag 22.000 Euro das Opfer an die angeblichen Polizisten übergeben. Und das Geld ist weg. Das Geld ist weg. Chance, das wiederzubekommen,
Schwierig. Schwierig. Okay. Wie kommt es aus Ihrer Erfahrung jetzt, dass Menschen wirklich darauf reinfallen, dass man denkt, ja, da ist mein Kind, mein Enkelkind dran? Die Täter spielen sehr geschickt mit den Emotionen der Leute. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wenn Emotionen gegen Verstand antreten, siegen immer die Emotionen. Und das zeigen mir die Opfer auch immer wieder. Wenn ich mit Opfern rede, ist immer tatsächlich so, wie wir es eben auch hier im Beitrag gehört haben. Die Opfer sagen mir, ich war wie in einem Tunnel. Ich habe nur noch meinen Enkel gesehen, der jetzt irgendwo bei der Polizei in Haft sitzt und ich habe gedacht, den musst du da rausholen. Weil es auch immer alles sehr schnell auch geht. Genau. Die Täter geben einem in der Regel auch keine Chance, mal nachzudenken darüber, sondern die reden durchgehend auf sie ein und machen auch Druck, üben Druck aus und erzählen dann auch, wie schlecht es jetzt den angeblichen Verwandten geht. Ja. Und spielen so wirklich die Emotionen des Opfers dann auch hoch. Also ein richtiges Schauspiel, teilweise auch mit Hintergrundgeräuschen, richtig mit Polizei, gut, mit Sirenen im Hintergrund, genau. Ja. Okay. Welche Betrugsmaschen gibt es noch, jetzt neben der, die wir gerade im Film gesehen haben? Ja, natürlich die typischen Enkeltrickbetrüger, ne, wenn dann irgendein angeblicher Verwandter eben anruft und fordert Geld aus irgendwelchen Gründen. Ganz aktuell haben wir auch die WhatsApp-Maschen, wo auch tatsächlich viele jüngere Leute drauf reinfallen. Das heißt, man bekommt eine WhatsApp, hallo Mama, hallo Papa, mein Handy ist leider kaputt gegangen und ich kann jetzt auch kein Online-Banking machen, ich muss aber dringend eine Rechnung überweisen. Könntest du mal für mich in Vorlage treten? Und es ist erstaunlich, wie viele Leute das dann tatsächlich machen, ohne sich rückzuversichern oder sonst irgendwie, sondern da kommen die Rechnung, überweise ich mal. Und da reden wir auch von mehreren tausend Euro, die da überwiesen werden. Okay. Also, wie können wir uns schützen? Was redet die Also Polizei? ganz wichtig, würde ich sagen, ist unser Rat immer, machen Sie mit Ihren Angehörigen aus, dass die Angehörigen sich immer mit Namen bei Ihnen melden. Nicht so, hallo, ich bin, so, da rate mal, wer dran ist, oder hallo, Oma, oder wie auch immer, sondern die sollen ihren Namen nennen. Das ist ganz wichtig. Und auch, dass man keine Forderungen dass die Angehörigen keine Geldforderungen am Telefon in irgendeiner Art und Weise machen. Wenn, dann wird das persönlich gemacht. Und das Wichtigste eben auch, es gibt keine Kautionszahlungen bei der Polizei. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Wie wir das jetzt im Beitrag gesehen haben, gibt es nicht. Sie kennt man aus dem Film, aber ist in Deutschland einfach nicht die Regel. Gibt's nicht. Okay. Genau. Und dass die Polizei Wertgegenstände abholt, was ja auch vorkommt? Gibt es auch definitiv nicht. Wenn Sie die Wertgegenstände nicht vorher geklaut haben, dann will die Polizei sie definitiv nicht von Ihnen zurückhaben. Okay, davon gehen wir aus. Ja. Wie ist das mit dieser WhatsApp-Masche noch mal ganz kurz? Also da gehen die Täter drauf ein und schicken dann eine Überweisung per Bild mit, oder wie läuft das? Genau, es werden dann die Kontodaten übermittelt, wohin die Überweisung gehen soll und der Betrag. Und dann wird eine IBAN angegeben, da soll das Konto drauf überwiesen werden. Das ist häufig ein Konto im Ausland. Das kennt man ja auch an den beiden Buchstaben, ob dann DE oder dann eben ein ausländisches Konto ist. Und wenn das Geld ins Ausland überwiesen wurde, ist es in der Regel weg. Okay. Also am besten auch da die betroffene Person selbst noch mal kontaktieren, anrufen, fragen, ganz ist das wichtig. korrekt? Genau. Und wenn ich die nicht gleich erreiche, dann probiere ich es eben noch mehrmals. Ja, so eilig kann das nicht sein. Die Betroffenen wundern sich auch oft, dass diejenigen, die anrufen, so viel über einen schon wissen. Genau. Wie erklären Sie sich das? Das ist einfach, wenn wir die Gespräche mal analysieren im Nachgang, dann stellt sich immer raus, das sind alles Daten, die das Opfer unbewusst dem Täter weitergegeben hat. Also durch eine geschickte Befragung und durch eine geschickte Gesprächsführung kommt der Täter an diese ganzen Informationen. Er weiß vom Opfer rein gar nichts. Ne? Das kriegt er erst an, alles durch eine Befragung durch. Zum Beispiel ruft er an und sagt, hallo, rate mal, wer dran ist. Dann kommt ja oft schon zurück, Kai, bist du das? Ja, genau, ich bin das. Und dann geht's los, ja, was machst du denn heute so den ganzen Tag? Ach, die Oma, die ist doch hier am Rumarbeiten. Ne? Und dann weiß er schon, okay, der Kai, er heißt Kai, er ist der Enkel. Okay. Ne? Und dann bindet sich so ein genau. Hilft dir jemand dabei? Ach, die Oma ist doch den ganzen Tag alleine, weißt du doch. Und er weiß schon, die Oma ist alleine. Okay. Super, alles, was ich brauche. Ganz kurz noch, wie gehen wir am geschicktesten um, wenn wir doch merken, oh, da ist irgendwas nicht so ganz richtig an der Sache. Was machen wir dann? Am besten sofort das Gespräch beenden, mich gar nicht weiter auf irgendwas einlassen. Gespräch sofort beenden, den Verwandten kontaktieren, wo ich vermute, dass er das gewesen ist, oder wirklich bei der Polizei auch gerne über die 110 anrufen und sich rückversichern, kann das denn tatsächlich so sein. Für solche Fälle darf man auch die 110 wählen? Dann darf man durchaus auch die 110 wählen. Genau. Dankeschön, Frau Jakob, für Ihren Besuch heute Abend und all die Tipps. Vielen Dank.